du erkennen, welche dieser El Gran Mayas anders als der Rest ist? Ich sehe ihn nirgends. Oh, der eine ist undercover-blo. Das war noch einfach. Die Rätsel werden im Laufe des Videos schwerer und schwerer. Wo sollen da denn die Unterschiede sein? Wir rufen El Gran Mayas Mutter auf FaceTime an und das genau jetzt. Ich werde dich fressen. Wow! Das ist das krasseste Finde den Fehler-Spiel jemals. Was geht ab, Freunde? Wir versuchen heute dieses Finde den Fehler-Spiel hier zu gewinnen. Wir starten mit der Schwierigkeit einfach, aber es wird schwerer und schwerer. Und wenn ihr es bis zum Ende schafft, dann habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Aber wow, es fängt doch schon an. Finde 3 Fehler. In diesen 2 Bildern von El Gran Maya im Krankenhaus sind 3 Fehler versteckt. Und während wir die Fehler suchen, läuft hier drüben ein Timer ab. Und das bedeutet, wir haben nur eine bestimmte Zeit, um die Fehler zu finden. Und deswegen fangen wir jetzt auch direkt an. Und ich sehe auch schon den ersten Fehler. Beziehungsweise Unterschied. Schaut mal auf den Monitor, der den Herzschlag von El Gran Maya anzeigt. Auf dem einen Bild ist es einfach nur noch eine Linie. Und auf dem anderen Bild hat er noch einen Herzschlag. Aber gut. Schauen wir direkt, ob wir noch einen finden, Freunde, weil die Zeit ist auch gleich abgelaufen. Und das Level ist ja noch einfach. Das heißt, wir sollten ihn schnell finden. Und wow, da! Schaut mal auf das Kabel, das unten von El Gran Maya wegführt. Auf dem einen Bild ist es gelb und auf dem anderen rot. Das heißt, jetzt fehlt uns nur noch ein Fehler. Okay, wir müssen schnell machen. Wo könnte er sein? Wo könnte er sein? Freunde, wenn ihr ihn gefunden habt, dann schreibt ihn direkt mal in die Kommentare. Weil ich habe hier drüben einen Publikumsjoker. Und wenn ich den nehme, wird mir dein Kommentar direkt hier live im Video angezeigt. Aber wow, ich hab ihn. Schaut mal hinter El Gran Maya. Das schaut hinter dem Bett einfach das Wassermonster Blob hervor. Wir haben alle 3 Fehler gefunden. Ja. In diesem Bild von Blob, wie er El Gran Maya ist, haben sich 3 Unterschiede eingeschlichen. Boah, sieht das gruselig aus. Aber wir müssen sie finden. Das Level ist immer noch einfach. Also sollte es ja nicht ganz so schwer sein. Bisher habe ich aber noch keinen Fehler finden können. Doch da. Schaut mal auf das Auge von Blob. Das ist in einem Bild irgendwie so ein Cartoon-Auge und in dem anderen ein normales. Aber wo könnte der zweite Fehler sein, Freunde? Ich kann ihn nicht finden. Müssen wir vielleicht schon unseren Telefonjoker nutzen? Da würden wir dann die Mutter von El Gran Maya anrufen, aber... Nein, ich habe den zweiten Fehler gefunden. Und der ist in El Gran Mayas Mund. Der hat da nämlich einfach eine Gabel als Zahn. Hallo, ich bin El Gran Maya. Aber ich habe auch schon den dritten Fehler. Wenn ihr den auch schon gefunden habt, dann gebt jetzt mal einen fetten Daumen nach oben. Der ist nämlich hier unten rechts in der Ecke. In dem einen Bild schwimmt da nämlich so eine Quietscheente rum und in dem anderen Bild ist sie nicht. Dieses Bild war viel zu gruselig. Okay, Freunde, jetzt müssen wir den Imposter finden. Das heißt, einer dieser Blobs hier ist anders als alle anderen. Könnt ihr herausfinden, welcher das ist? Einer der Blobs ist nicht wie die anderen. Wir müssen ihn finden, Freunde. Die Zeit läuft bei dem irgendwie übel schnell ab. Fehlen einem vielleicht die Augen oder die Zähne oder so? Ich weiß es nicht, Freunde, aber wow, ich glaube, ich sehe es. Ich gebe euch jetzt mal einen Tipp. Er ist auf der linken Seite des Bildschirms. Konntet ihr ihn schon finden, Freunde? Dann schreibt mal Blob in die Kommentare. Genauer gesagt ist er auf der unteren linken Seite. Da hat ein Blob nämlich El Gran Maya gegessen. Habt ihr ihn finden können? Jetzt müssen wir 3 Unterschiede in diesem Bild von El Gran Maya und einem U-Boot finden. Also ich würde nicht gerne in diesem U-Boot sitzen. El Gran Maya sieht so aus, als würde er es gleich aufessen. Beziehungsweise er hat da gerade schon irgendwas aufgegessen. Und das ist auch schon der erste Unterschied. In dem einen Bild schaut nämlich so eine Hand aus seinem Mund raus. Und in dem anderen nicht. Freunde, das ist das vorletzte Rätsel des Levels einfach. Und danach steigert sich die Schwierigkeitsstufe und wow. Seht ihr den Taucher in dem einen Bild? Auf dem linken Bild ist er da und auf dem rechten nicht. Das ist der zweite Fehler, aber wo ist der dritte? Ich kann ihn nicht finden, Freunde. Die Zeit ist doch gleich schon abgelaufen. Oh nein, wir müssen schnell sein, aber nein. Die Zeit ist abgelaufen, aber wo war denn der dritte Fehler? Wow, das Fenster von dem U-Boot? Oh nein, wie konnte ich den denn übersehen? Damit wird mir jetzt ein Dr. Leidigen gestrichen. Ich darf in diesem gesamten Video nämlich nur 3 Fehler machen. Ansonsten muss ich am Ende vom Video eine XXL-Strafe machen. Aber naja, ab zum nächsten Rätsel. Leute, jetzt müssen wir das richtige Essen für Blob finden. Aber wenn ich ehrlich bin, weiß ich gar nicht, was Blob so ist. Ist es A, eine Fischgräte? B, ein Happy Meal? C, eine Fliege? Oder D, ein Geschenk? Also eine Fliege kann es ja eigentlich nicht sein. Weil unter Wasser gibt es keine Fliegen. Lasst uns die mal streichen. Und eine Fischgräte ist es bestimmt auch nicht, weil er isst ja, wenn dann ganze Fische. Und nicht nur das Skelett. Okay, dann ist es jetzt entweder nur noch ein Happy Meal oder ein Geschenk. Und ich glaube, es ist das Happy Meal. Lasst uns das mal einloggen. Und es ist richtig. Blob isst gerne Happy Meals. Freunde, jetzt steigert sich die Schwierigkeit auf das Level schwer. Das heißt, jetzt werden die Rätsel noch schwerer. Seid ihr bereit dafür, Freunde? Starten wir rein. Jetzt haben sich 3 Fehler in das Bild eingeschlichen, indem ich El Gran Maya aus einem Ei züchte. Freunde, habt ihr das Video schon gesehen? Ihr findet es hier drüben. Und es hat wirklich funktioniert. Aber wo, ich sehe den ersten Unterschied. Und der ist auf dem Kopf von El Gran Maya. Auf dem einen Bild ist da nämlich ein Stück Eierschale und auf dem anderen nicht. Boah, El Gran Maya sieht einfach so aus, als ob er mich gleich beißen würde. Aber, oh, ich habe auch schon den zweiten Fehler. Und ich gebe euch einen kleinen Tipp. Hört mal genau hin.
Habt ihr es erraten können? Der zweite Fehler ist die Uhr an meinem Handgelenk. Auf dem einen Bild ist sie da und auf dem anderen nicht. Aber wo ist der dritte Fehler? Ich kann ihn nicht finden. Boah, der muss super gut versteckt sein, Freunde. Aber das Level ist jetzt ja auch schwer. Okay, wir müssen uns anstrengen und der ist... Oh nein, die Zeit ist gleich vorbei. Ja! Schaut mal auf die Schwanzflosse von El Gran Maja. Ist auf dem einen Bild kürzer und auf dem anderen länger. Wir haben alle Fehler finden können, ja! Jetzt müssen wir das richtige Monster herausfinden, das zu diesem Skelett hier passt. Ist es A, Blob, B, Sea-Eater, C, El Gran Maja oder D, keine der Antworten? Freunde, also es sieht schon so ein bisschen nach El Gran Maja aus. Aber Sea-Eater könnte es auch sein. Nur Blob können wir eigentlich ausschließen, weil der hat ja so einen großen, runden Mund. Und den hat dieses Skelett hier nicht. Aber Freunde, ich kann mich zwischen B und C nicht entscheiden. Was machen wir jetzt? Und die Zeit läuft auch übel schnell ab. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal den 50-50 Joker, weil damit fällt die Hälfte der falschen Antworten weg. Und wow! Sea-Eater und keine der Antworten wurden weggestrichen. Und das bedeutet, es kann eigentlich nur noch El Gran Maja sein. Wir loggen es ein und... Ja, es ist natürlich richtig. Wir sind so gut, Freunde. Ich finde 3 Unterschiede in diesem Bild von Sea-Eater, wie er irgendeinen Menschen verfolgt. Oh nein, das ist gruselig. In diese Situation will ich auf keinen Fall kommen. Aber wo könnten da denn die Unterschiede sein? Habt ihr schon einen finden können, Freunde? Wow, da! Schaut mal auf die Zähne von Sea-Eater. Auf dem einen Bild sind so ein paar Zähne nämlich länger als auf dem anderen. Für die Schwierigkeit schwer sind die Bilder aber noch ziemlich einfach. Hoffentlich steigert sich das Schwierigkeitslevel gleich. Aber wow, der zweite Fehler ist in der Hand von dem Menschen. Auf dem einen Bild hält er nämlich eine Kamera und auf dem anderen ein Messer oder so. Also das hätte ich auch dabei, wenn ich gegen Sea-Eater kämpfen müsste. Und der dritte Fehler, wo ist er? Ist hier unten rechts im Bild. Da springt einfach im einen Bild ein Fisch aus dem Wasser und im anderen nicht. Das Bild haben wir wieder ultra schnell gelöst. Jetzt müssen wir den richtigen Schatten von El Gran Maja finden. Freunde, welcher Schatten gehört zu diesem Bild von El Gran Maja auf der linken Seite? Ist es A, B, C oder D? Also D kann es eigentlich schon mal nicht sein, weil da hat El Gran Maja irgendwie so einen Hühnerfuß oder so. Boah, ist das komisch. Und in A ist seine Schwanzflosse irgendwie andersrum. Also können wir A auch ausschließen. Dann bleiben jetzt nur noch C oder B übrig. C oder B, C oder B. Boah, ich weiß die Lösung nicht und die Zeit ist gleich abgelaufen. Ich glaube, wir müssen uns einfach spontan entscheiden und wir nehmen einfach mal C, Freunde. Okay, C ist eingeloggt. Und das ist richtig. Ja, Freunde, und in B wären seine Augen irgendwie so ganz komisch gewesen. Naja, schnell ab zum nächsten Rätsel. Ich finde 3 Fehler in diesem Bild von El Gran Maja, wie da gerade Godzilla ist. Das ist das vorletzte Rätsel der Kategorie schwer. Und danach wird es noch schwieriger, Freunde. Aber ich habe den ersten Fehler auch schon gefunden. Schaut mal unten links im Bild. Da schwimmt auf dem rechten Bild nämlich Blob. Und auf dem linken Bild ist er nicht da. Jetzt fehlen uns nur noch 2 Fehler. Und ist der zweite vielleicht irgendwie auf Godzilla oder so? Lasst uns ihn mal komplett absuchen, aber ich kann da eigentlich keinen Fehler erkennen. Nein. Ist er dann vielleicht auf El Gran Maja? Und wow, ja! El Gran Maja hat auf dem einen Bild einfach eine Rückenflosse und auf dem anderen nicht. Aber wow, die Zeit ist gleich schon wieder fast abgelaufen und ich kann den dritten Fehler nicht finden. Freunde, helft mir in den Kommentaren. Ja, wir müssen schnell machen, aber nein! Ich hab's nicht geschafft, Freunde, aber wo war der letzte Fehler? Wow, hier am Schwanz von Godzilla? Habt ihr den Fehler gefunden? Dann seid ihr wirklich super Detektive. Aber gut, jetzt darf ich nur noch einen Fehler machen. Ansonsten bekomme ich am Ende des Videos eine XXL-Strafe. Welches Monster ist hier unten auf diesem Bild zu sehen? Wir sehen irgendwie nur seinen Schatten und es kann entweder A, El Gran Maja, B, Sea-Eater, C, Blob oder D, Dr. Light sein? Freunde, sehe ich aus wie irgend so ein Wassermonster? Ich bin ein Wassermonster. Ich weiß ja nicht, Freunde. Aber ich habe auch keine Ahnung, was das für ein Monster hier auf dem Bild ist. Also Dr. Light können wir offensichtlich rausstreichen. Und El Gran Maja hat, soweit ich weiß, keine Arme. Das Monster hier auf diesem Bild schon, also können wir ihn auch streichen. Das bedeutet, es kann entweder nur noch Sea-Eater oder Blob sein. Freunde, das ist das letzte Rätsel, bevor sich die Schwierigkeit erhöht. Und dann wird es richtig krass. Wir müssen uns entscheiden, hat Blob etwa Arme? Ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht. Das bedeutet, wir nehmen jetzt einfach mal Sea-Eater und schauen, ob es stimmt. Und ja! Wir haben richtig geraten, Freunde. Auf dem Bild ist Sea-Eater. Jetzt erhöht sich die Schwierigkeit zu extrem. Und danach gibt es nur noch ein noch schwereres Level. Aber jetzt müssen wir erstmal die Rätsel vom Level extrem lösen. Let's go. Wenn ihr dieses Rätsel hier schafft, seid ihr super krass. Finde 3 Fehler in den 2 Bildern von den El Gran Maja. Das sieht so aus, als ob das die ganze Familie ist. El Gran Maja, seine Schwester, sein Bruder. Und alle stehen vor so einem Menschen. Aber wo sind da die Unterschiede? Das ist super schwer, Freunde. Aber ich glaube, ich habe den ersten gefunden. Ja, und der ist im Sand. Auf dem einen Bild steckt da nämlich so eine Schaufel drin. Und auf dem anderen nicht. Okay, dann sind es jetzt nur noch 2. Stimmt vielleicht irgendwas an den El Gran Majas nicht? Könnte da ein Unterschied sein? Und, oh ja, doch hier. Der größte El Gran Maja hat oben auf seiner Stirn einfach ein extra Auge. Boah, sieht das gruselig aus. Aber wo ist der letzte Fehler? Ich kann ihn nicht finden. Und die Zeit ist auch gleich rum. Deswegen nehmen wir jetzt direkt mal den Publikumsjoker. Das heißt, wenn ihr den Fehler gefunden habt und ihn in die Kommentare geschrieben habt, dann erscheint jetzt gleich mit etwas Glück euer Kommentar hier im Video. Und ich nehme ihn und da kommt auch schon der Kommentar hoch. Und da steht, der letzte Fehler sind die Vögel. Ich habe
nicht abonniert, Hashtag Glocke aktiv. Boah, danke schön, Freunde. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann macht es jetzt direkt mal. Um keine Videos mehr zu verpassen. Aber hier ist auch schon der letzte Fehler. Die Vögel hier hinten im Himmel. Man merkt, dass die Bilder jetzt extrem schwer sind. Finde 3 Unterschiede in diesem Bild. Mit dem Blob mit Godzilla kämpft. Boah, und beide sehen so gruselig aus. Aber gut, es sind ja auch Monster, also ist es, glaube ich, normal. Das Ding ist, ich darf ja eigentlich keinen Fehler mehr machen. Also müssen wir jetzt schnell sein, weil die Zeit läuft auch übel schnell ab. Aber wow, ich habe den ersten Fehler. Und der ist auf Blob. Schaut mal auf den obersten Zahn von Blob. Auf dem linken Bild ist er irgendwie länger als auf dem rechten. Okay, gut, Fehler Nummer 2 suchen. Und Fehler Nummer 2 ist... Wow, hier die Ader auf dem Rücken von Godzilla. Auf dem einen Bild ist sie rot und auf dem anderen ist sie gelb. Okay, das heißt, uns fehlt jetzt nur noch ein letzter Fehler. Ist er vielleicht im Hintergrund irgendwie auf den Bergen? Nein. Vielleicht irgendwas im Wasser? Nein, da auch nicht. Oh nein, die Zeit ist gleich abgelaufen und der letzte Fehler ist... Wow, hier vorne der Stein. Boah, wir haben den in letzter Sekunde gefunden. Das war knapp, Freunde. Finde den richtigen Schatten von Blob. Okay, Freunde, hier auf der linken Seite ist der Blob, den wir finden müssen. Und es kann entweder A, B, C oder D sein. Aber D können wir eigentlich ausschließen, oder? Hat er da etwa einen Hut oder so auf? Ich weiß es nicht, Freunde. Es sieht auf jeden Fall komisch aus, was er da auf dem Kopf hat. Also schließen wir D direkt mal aus. Das kann es nicht sein. Und A sieht irgendwie so aus, als ob es nur ganz viele Kreise sind, die aneinander gehängt wurden. Das ist auch nicht der richtige Schatten. Das heißt, es bleiben jetzt nur noch 2 Auswahlmöglichkeiten übrig. Und beide sehen fast gleich aus. Welcher soll denn der richtige Schatten von beiden sein? Ich sehe gar keinen Unterschied zwischen den beiden. Aber doch. Schaut mal hinten auf die Schwanzflosse. In C hat Blob nämlich eine und in B nicht. Und wir suchen Blob ohne Schwanzflosse. Das heißt, es muss B sein. B ist eingeloggt. Und es ist richtig. Und sind einfach nur ganz viele Basketbälle. Und in Bild D hat er so einen komischen pinken Hut auf. Was? Das ist witzig. Finde 3 Fehler in diesem Bild, in dem Blob gegen einen Hai kämpft. Oder ist das Megalodon? Der Riesenhai, so sieht es fast aus. Kein Hai ist eigentlich so groß wie Blob. Aber wow, die Zeit läuft super schnell ab, weil das hier ist ein 15 Sekunden super schnell Level. Okay, wir müssen uns beeilen. Der erste Fehler ist auf dem Auge von Blob. Das leuchtet auf dem einen Bild und auf dem anderen nicht. Okay, der zweite Fehler ist der Mann im Wasser. Auf dem einen Bild ist er da und auf dem anderen nicht. Und der dritte Fehler, ich kann ihn nicht finden. Freunde, wo könnte er denn sein? Aber doch, hier ist der Zahn vom Megalodon-Hai. Das ist ein richtiges Seeungeheuer und wir haben es auf die letzte Sekunde genau geschafft. Hoffentlich kommt nicht nochmal so ein super Schnell-Level. Jetzt müssen wir den Imposter finden. Hier sind ganz viele El Gran Mayas und irgendeiner davon ist anders als alle anderen. Freunde, wenn wir ihn nicht finden, dann müssen wir wohl die Mutter von El Gran Maya anrufen. Weil die findet ihn ganz bestimmt, aber gut. Auf der linken Seite kann er auf jeden Fall schon mal nicht sein. Da habe ich alles abgesucht. Und da sahen alle El Gran Mayas gleich aus. Aber wo ist der Imposter? Ich kann ihn nicht finden, aber doch hier. Schaut mal auf der unteren rechten Seite. Da hat sich Blob einfach als El Gran Maya getan. Das ist der Imposter. Aber wow. Wir haben alle Rätsel aus dem Level extrem geschafft. Und jetzt geht es zum Level unmöglich. Aber gut, wir sind die Dr. Light Crew. Wir schaffen alles. Also starten wir direkt rein. Let's go. Finde 3 Fehler in diesem Bild von El Gran Maya. Und oh nein, das Level unmöglich ist wirklich super krass. Schaut mal, wie viele Menschen da sind. Und überall da könnte der Fehler sein. Aber wir schaffen das, Freunde. Wir sind ein Team. Und suchen zusammen den ersten Fehler. Schreibt direkt mal in die Kommentare, wenn ihr einen gefunden habt. Oh, ich habe auch schon den ersten Fehler gefunden. Ich habe super viel Glück. Schaut mal auf das eine Kind unten im Bild, das von seinem Vater hochgehoben wird. Das hat er auf dem einen Bild ein gelbes Shirt und auf dem anderen ein rotes an. Ist vielleicht noch irgendein Fehler in der Menschenmenge, aber nee, ich glaube nicht, oder? Für mich sieht da alles gleich aus. Irgendein Fehler muss auf jeden Fall noch bei El Gran Maya sein. Der ist ja riesig und in der Mitte im Bild. Wow, ja, da hinten auf seinem Schwanz sitzt auf dem einen Bild einfach so eine Möwe drauf. Und auf dem anderen ist sie nicht da. Wow. Okay, das ist Fehler Nummer 2. Jetzt müssen wir nur noch Fehler Nummer 3 finden. Oh nein, das wird super schwer und unsere Zeit ist fast vorbei. Das heißt, wir müssen jetzt schnell machen. Wo ist der dritte und letzte Fehler? Wo ist er? Aber da, ich hab ihn. Ja, Freunde, da hinten hinter dem Stein lugt einfach auf dem einen Bild der Game Master hervor. Und auf dem anderen nicht. Wir haben alle Fehler gefunden. Ja! Wähle den richtigen Schatten von diesem Blobfisch hier unten. Freunde, das ist der hässlichste Fisch, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Das ist bestimmt das Kind von Blob. Aber naja, welcher Schatten passt zu diesem Kind? D kann es auf jeden Fall schon mal nicht sein, weil da hat dieser Blobfisch irgendwie so eine Hand. So sieht's aus. Ja, wie komisch. Okay, D ist raus und in A fehlt ihm die eine Flosse. Das bedeutet, A kann es auch nicht sein. Es muss B oder C sein. B oder C, B oder C. Freunde, was sagt ihr? Schreibt's mal in die Kommentare. Und oh nein, die Zeit ist fast abgelaufen. Wir nehmen einfach mal C. Und es ist... Oh nein, Freunde. C war einfach der echte Blob, getarnt als ein Baby. Irgendwie sieht er lustig aus, aber das bedeutet, ich verliere jetzt mein letztes Leben. Und ich muss am Ende vom Video eine Strafe machen. Bleibt bis zum Ende dran, um sie da nicht zu verpassen. Freunde, das hier ist unser letztes Rätsel und in dem müssen wir jetzt noch 3 Unterschiede finden. Wenn ihr die alle finden könnt, dann seid ihr super Profis. Ich meine, wir sind gerade beim Level unmöglich, aber da ist auch schon der erste Fehler. Schaut mal auf die Flagge von dem Piratenschiff. Auf dem linken Bild ist es einfach mein Dr. Light Logo. Und auf dem rechten Bild ein Totenkopf. Ist ja viel zu krass. Ist vielleicht noch irgendein Fehler bei Blob? Nee,
Nee, irgendwie sieht's nicht so aus. Und ansonsten kann ich auch keinen Fehler mehr finden. Ich glaube, wir nutzen jetzt unseren Telefonjoker und rufen El Gran Mayas Mutter an. Let's go! Ihr könnt dieses Finde den Fehlerspiel nur gewinnen, wenn alle diesen Kanal abonnieren. Abonnieren, verstehst du? Oh, und sie hat wieder aufgelegt. Und sie hat gesagt, dass ihr alle abonnieren sollt, ansonsten verlieren wir dieses Spiel. Warum das denn? Aber doch da! Weil da aus dem einen Kanonenrohr ein Abonnieren-Button rausschaut. Freunde, abonniert jetzt kostenlos diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Jetzt suchen wir nur noch einen letzten Fehler. Die Zeit ist gleich um. Der letzte Fehler ist... Wow, dieser Stein hier unten im Bild. Wir haben den letzten Fehler gefunden. Aber das ändert nichts daran, dass ich jetzt eine Strafe machen muss. Und die ist, den Sour Chip zu essen. Holen wir ihn einmal aus seiner Verpackung. Oh nein, Freunde, ich habe so Angst davor. Und, schaut euch mal diesen Chip hier an. Naja, egal, runter damit. Aber der sauer! Freunde, gebt jetzt einen fetten Daumen nach oben und abonniert kostenlos diesen Kanal. Hier kommt jetzt noch eure Überraschung. Das ist ein Bild von einem noch nie zuvor gesehenen Seemonster. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann!